Die Alpine ist konzipiert fürs puristische Fahren. Wir haben keinen Komfort, wir haben keinen Kofferraum. Es ist ein Rennwagen für die Straße. Ich bin aufgewachsen in der Nähe von Stuttgart. Normalerweise müsste ich ja entweder Porsche oder Mercedes-lastig sein und mir eins dieser Modelle aussuchen. Aber für mich war das irgendwie Liebe auf den ersten Blick. Ich habe die Alpine als junger Mann gesehen auf meinen Trainingsfahrten mit dem Rennrad. Und immer wieder waren das ja nur Sekunden, wo mir das Auto begegnet war. Und ich hatte immer das Bedürfnis, irgendwann mal eine Alpine zu kaufen. Ich denke, die allermeisten kaufen die Alpine nicht aus Prestigegründen wie ein Mercedes oder ein Porsche. Eine Alpine verliebt man sich. Die hat eine gewisse Anziehungskraft, eine Faszination übt die aus. Die hat Charisma und so ging es mir eben. Ich konnte dem Auto einfach nicht widerstehen. Ich bin der Linienführung, dem Design erlegen und das hat sich bis heute auch nicht abgenutzt. Im Zuge meiner Recherche für ein anderes Fahrzeug habe ich eine Spur gefunden einer echten Werksalpine, die scheinbar nach Ungarn verkauft worden sein soll. Ich hatte damals keinerlei Information, ob ein Fahrzeug vom Werk nach Ungarn ging. War mir völlig neu. Aber es gab da ein Gerücht und dem bin ich nachgegangen. Das Gerücht hat sich bestätigt und ich habe dann versucht, mit dem Besitzer Kontakt aufzunehmen, was mir gelungen ist und bin einfach auf Verdacht zu diesem Besitzer gefahren. Ja. Ich habe meinen Rucksack gepackt, ein bisschen Geld eingepackt und habe gedacht, ich muss probieren, ob er das Fahrzeug verkauft. Spoiler, Turbolader, Ladeluftkühler. Optisch hat das Fahrzeug mit dem jetzigen Zustand rein gar nichts mehr zu tun gehabt. Was mir damals eigentlich völlig egal war, ich habe einfach die Fahrgestellnummer gecheckt und Gott sei Dank waren die Plaketten im Kofferraum vorne vorhanden, noch original vernietet. Und für mich war dann völlig egal, wie der Zustand war. Ich wollte das Ding so schnell wie möglich eintüten und wieder nach Hause fahren. Ich habe mich in das Auto verliebt und insbesondere dann in diese Wettbewerbsautos, die alle ihre krassen Eigenarten haben. Das fängt an mit einem Suchscheinwerfer oder die ganzen Applikationen auf dem Armaturenbrett. Das sind alles wunderschöne Kleinteile, die man da verbauen kann und am Ende gibt es eine wunderschöne Skulptur. Bis man natürlich mal auf die Zielgerade kommt und das Endprodukt dann sehen kann, ist es natürlich eine lange Leidenszeit, die vorausgeht. Stundenlange, wochenlange Schleifarbeiten an der Karosserie, Laminierarbeiten. Zugegebenermaßen, das hat nicht immer Spaß gemacht. Aber das war eben der Preis dafür, um so eine Perle wieder zum Glänz zu bringen.
Alpine ist eigentlich nicht konstruiert oder konzipiert am Reißbrett wie der Porsche 911. Die haben mal begonnen, ein Auto zu bauen und jedes Jahr wurde das peu à peu improvisiert, verbessert. Ja. Es ist auch wenig dokumentiert, welche Verstärkungen am Chassis gemacht wurden für Wettbewerbsalpin. Ich denke, die haben eben nach Lust und Laune da ein Blech angeschweißt, um dies oder jenes Problem zu lösen. War ein handgefertigtes Fahrzeug und es gibt einfach nur eine Kleinserie dieser Fahrzeuge. Und deswegen ist es auch so schwierig, an die ganzen Details zu kommen, was eine Werksalpine ausmacht. Es gibt wahrscheinlich 253 Lookalikes von diesem Fahrzeug, aber es gab eben nur diese 17 echten. Und von diesen 17 echten, weiß der Geier, sind noch 5, 6 existent. Weiß niemand. Mein Name ist Jürgen Klaus und ich habe mich in eine Königin verliebt. In die Königin der Rallyes.